Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um einen neuen OBD-Scanner von Meuca 892BT, den ich euch vorstellen möchte. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Ja, es ist ein neuer OBD-Scanner mit Bluetooth, wie gesagt, vielen Features und inklusive künstlicher Intelligenz, 28 Sprachen hat das Ding, 34 Servicefunktionen und. Ich zeige euch jetzt mal in meinem Video, was das Ding kann. Und wie immer, ich verlinke euch das Ganze unten in meiner Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Über den Link und dem Rabattcode Ford Focus bekommt ihr das Ganze dann noch einmal günstiger. Aber gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Zuerst mal das Unboxing. Das ist das Gerät, kommt in einer schönen Verpackung daher. Dann halt diese Hardcase-Box, finde ich immer klasse, um das Gerät vernünftig verstauen zu können. Und ja, hier haben wir das eigentliche Gerät, wie gerade eben schon mal kurz gezeigt. Wir haben hier den OBD Bluetooth-Dongle, der an dem Gerät per richtig festem Magnet dran ist. Also man kann das Ding eigentlich nicht verlieren, auch wenn man es unterwegs mal ohne das Case dabei hat. Neben dem eigentlichen Gerät gibt es dann noch den Ladeadapter mit unterschiedlichen europäischen Aufsätzen, damit man das Ding überall auch laden kann. Dann ein USB-Kabel, um das Ding auch per Kabel am PC anschließen zu können. Eine OBD2-Verlängerung inklusive LAN-Schnittstelle. Dann gibt es einen LAN-Adapter. Nur falls man das Gerät jetzt nicht per WLAN verbinden kann oder möchte, kann man hier das Ganze per USB einstecken und dann mit diesem LAN-Adapter und LAN-Kabel das Ganze auch wirklich per Kabel ins Internet bringen. Neben dem Benutzerhandbuch noch eine kurze Anleitung. Ja, das war das Unboxing. Und schauen wir uns doch mal das Gerät als solches mal an. Also, wie schon gesagt, hier der OBD-Adapter, hier dieser Ständer. Wie gesagt, um das Gerät auch mal vernünftig hinzustellen, ist jetzt in unserem Fall ungünstig, deshalb mache ich das jetzt mal zu. Und starten wir doch einfach mal das Gerät und schauen uns mal an, was bei der Erstinbetriebnahme alles notwendig ist. Und wie ihr seht, das Gerät startet, bootet. Bei dem ersten Start werden wir nach der Sprache gefragt. 28 Sprachen beherrscht das Gerät. Da wählen wir die Sprache aus, die für uns halt passt. Ich wähle jetzt halt hier für unser Video mal Deutsch aus und mit Deutsch gehen wir dann auch hier ins Rennen. Keine Sorge, kann ich euch das Ganze besser einblenden. Ja, und das war eigentlich auch schon die ganze Einrichtung dieses Gerätes. Man muss sich hier nicht irgendwie separat anmelden mit einer E-Mail-Adresse oder sonstigem. Hintergrund ist, man bekommt hier lebenslange Updates. Bedeutet, da ist nicht an irgendeine E-Mail-Adresse festgelegt, wo man dann vielleicht ein Abonnement abschließen muss und dann irgendwie jährliche Kosten hat. Nein, man zahlt hier einmalig für dieses Gerät und bekommt lebenslange Updates. Und ich habe das Gerät jetzt 1-2 Wochen in Betrieb. Gefühlt jeden Tag kommen hier Updates. Also immer wenn ich eingeschaltet habe, gab es für irgendein Auto irgendein neues Update. Also es wird kontinuierlich verbessert und optimiert. Gut. Dann hätte ich gesagt, schauen wir uns mal an, welche Funktionen denn das Gerät hat. Dadurch, dass ich jetzt eingerichtet habe, kann ich jetzt auch hier das Screen Recording einschalten und euch das Ganze schön einblenden und nicht so per Kamera. Los geht's. Ja, als allererstes machen wir jetzt erstmal Updates, wie schon gesagt, zig Updates für die Fahrzeugsoftware. Es gibt auch Updates für die Wartung. Wie ihr seht, hier in einem beschleunigten Verfahren, sage ich jetzt mal, installiere ich zuerst mal alle Updates, um euch die aktuellste Version zu zeigen. So sieht die Oberfläche aus. Links können wir uns ein Menü einblenden. Da haben wir Zugriff auf alle möglichen Funktionen. Neben diesem Menü haben wir aber auch die eigentliche Oberfläche. Wie gesagt, wir gehen hier mal die ganzen Punkte durch. Diagnose, OBD, wir können hier einen Verlauf uns anschauen, Berichte, wenn wir welche abgespeichert haben. Wir können hier Feedback geben, wir können auf die Community zugreifen, die es hier gibt und auf die künstliche Intelligenz ebenfalls. Wartung, das sind die 34 Servicefunktionen, die es gibt. So sieht das Ganze dann in der anderen Ansicht halt aus. Und ja, wenn wir jetzt hier Zugriff auf eine bestimmte Funktion öfter brauchen, können wir das Ganze hier uns auch umsortieren lassen, damit halt die Funktion, die wir halt oft brauchen, an erster Stelle steht. Neben dem Ganzen gibt es natürlich die Updates, die ich euch gerade eben schon gezeigt habe. Hier können wir nochmal explizit darauf eingehen. Fahrzeugsoftware, die Service und die App. Die App ist das, was wir aktuell offen haben. Also wir sehen hier auch, dass wir mit der aktuellsten Software arbeiten. Hier sehen wir nochmal die ganzen Service und dann auch noch die Fahrzeugsoftware, dass die auch auf dem aktuellen Stand ist. Und hier können wir sie dann auch aktualisieren, wenn wir denn möchten. Unter mehr gibt es dann die Einstellungen, Online-Service, Bedienungsanleitungen, OBD-Fehlercode-Bibliothek, Abdeckungsliste, Modul, Gadgets und dann auch die Fernunterstützung.
gehen wir gleich mal auf alle Punkte mal nach und nach ein. Unter Einstellungen, ich gehe hier einfach mal schnell durch, könnt ihr mal gerne auch als Stopp machen, wenn euch irgendwas interessiert und ihr das mal in aller Ruhe durchlesen wollt. Ich gehe mal hier schnell durch, sonst wäre das Video ewig lang geworden, wenn ich auf jeden einzelnen Punkt eingehen würde. Auf jeden Fall, das sind die Einstellungsmöglichkeiten unter Einstellungen. Dann haben wir noch den Punkt Fehlercode-Bibliothek. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf, wählen P1000, das ist ein gängiger Fehler, suchen mal danach und wählen jetzt einfach mal als Beispiel BMW aus. Dann sehen wir eine Kurzbeschreibung auf Englisch. Wer Englisch nicht kann oder nicht möchte, kann hier per Klick sich das Ganze auf Deutsch übersetzen lassen. Also wirklich sehr, sehr einfach für den Fall der Fälle, dass man mit dem Englischen nicht ganz klarkommt. Ja, Modul, man kann hier zusätzliche Module an das eigentliche Gerät anschließen, TPMS, Endoskop, Drucker, Oszilloskop, Schlüsselprogrammierer. Hier haben wir noch über Gadgets die Möglichkeit, auf Zusatzprogramme zuzugreifen. Das Gerät ist ja eigentlich ein Tablet, wenn man so möchte. Und hier haben wir zum Beispiel auch Chrome und können uns dann auch über den Browser mit dem Internet verbinden und dort recherchieren oder was auch immer uns mal kurz im Internet halt anschauen. Finde ich eigentlich eine ganz praktische Lösung. Das ist halt die andere Ansicht. Wie gesagt, man kann das Ganze über die Oberfläche machen oder halt in dieser Kachelansicht. In Wartung, wie gesagt, zeige ich euch mal in der Kachelansicht jetzt mal die ganzen Funktionen, die hier sind. 34 Servicefunktionen, die das Gerät unterstützt. So sieht das Ganze dann halt aus. Wir können jetzt hier auch einfach mal auf eine beliebige Servicefunktion mal gehen, zum Beispiel den Lenkwinkelsensor zurücksetzen. Gehen wir da drauf, dann zeigt er uns an, was alles zu tun ist, um diesen Lenkwinkelsensor zurückzustellen. Das ist jetzt nur eine Anzeige, eine Übersicht. Wenn wir das ganze Fahrzeug spezifisch machen, dann werden wir da natürlich durchgeführt. Bitte jetzt das durchführen und bitte das. Das war jetzt im ganz schnellen, sage ich mal, der Überblick über das Gerät. Schauen wir uns jetzt aber mal die Funktionen an. Bei meinem Ford Focus MK4 hatte ich jetzt keine Fehler hinterlegt, die ich euch hätte zeigen können. Aber bei meinem alten Ford Focus MK1, da gab es Fehler. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie das Ganze aussieht. Los geht's. Wir sind jetzt mit dem Auto verbunden. Wie ihr seht, ganz viele Module gefunden und wir fragen jetzt einfach mal alle Module ab. Der OBD2-Scanner unterstützt paralleles Scannen. Bedeutet, es wird nicht nur ein Modul abgefragt und dann das nächste, sondern es werden viele Module parallel abgefragt und dann nach und nach bekommt ihr die Rückmeldung dieser Module und somit ist der eigentliche Scan dieser ganzen Liste an Modulen relativ schnell durch. Und wir sehen auch schon die ersten Fehler, die hier drin sind. Und je nach Fehler gibt es da eine kurze Beschreibung dazu oder aber auch gar keine Beschreibung. Dem Fehler P1000, den ich euch mal gezeigt hatte, beim BMW war da eine kurze Beschreibung, beim Ford Focus für P1000 gibt es zum Beispiel gar keine Beschreibung. Aber schauen wir uns mal an, was dieser Fehler, den wir hier sehen, jetzt tatsächlich aussagt und was die KI uns dazu denn jetzt für Informationen liefert. Und wie wir sehen, das Ganze wird jetzt überprüft, es wird eine Antwort generiert, wie wir es auch von anderen KI-Systemen her kennen und wir sehen jetzt hier eine Auflistung, was kann denn dieser Fehler für Ursachen haben, wo kommt es denn her und es werden aber auch Lösungsansätze denn vorgeschlagen, was wir denn jetzt genau tun können. Wie ihr seht, das Ganze baut sich halt auf. Wie schon erwähnt, wie wir es halt kennen, dauert eine Kleinigkeit, aber es ist halt sehr, sehr detailliert und sagt nicht nur Fehler A und das ist jetzt vielleicht ein Problem oder das Bauteil hat jetzt einen Fehler rausgeschmissen, fertig. Nein, die KI schaut nach, was kann es dann tatsächlich für Ursachen haben und gibt uns dazu dann auch entsprechende Lösungsvorschläge. Neben der Funktion natürlich, dass wir Fehler auslesen können, Fehler löschen können und der Möglichkeit über die KI mehr von diesen Fehlern halt zu erfahren und mehr über diese Fehler zu erfahren, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, uns Live-Daten anschauen zu können. Und das machen wir jetzt. Wir verbinden uns also über OBD2 mit dem Auto, also über das Protokoll. Hier gibt es auch ein paar Unterprotokolle, nenne ich es einfach mal. Es wird überprüft, welches Protokoll das geeignete ist, wurde hier gefunden. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns da tatsächlich über das OBD2-Protokoll die Live-Daten anzuschauen. Wir haben natürlich viele, viele andere Möglichkeiten noch, aber wie gesagt, das würde ja jetzt alles den Rahmen sprengen. Wir haben hier, sehen wir eine Liste an Möglichkeiten, uns da die Live-Daten anzuschauen. Ich wähle jetzt einfach mal 4 Stück aus, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze denn halt aussieht. Habe ich jetzt diese 4 Punkte ausgewählt, werden uns diese Werte als Zahlenwerte angezeigt. Rechts sehen wir, wo wir uns denn befinden sollen. Also was ist so ein Standardwert, also nicht, dass wir da irgendwie außerhalb einer Spezifikation sind. Und links daneben sehen wir dann die Echtzeitwerte.
Die können wir natürlich dann auch uns abspeichern oder protokollieren, aufnehmen und im Nachgang dann nochmal auswerten. Neben der Anzeige als Wert gibt es auch natürlich noch die Anzeige als Graph. Das Ganze sieht dann so aus. Da sieht man auch relativ gut, was da aktuell abgeht, auch optisch direkt schon während der Fahrt. Wir können uns das Ganze aber auch noch quasi als einen großen Graph darstellen. Da werden alle Werte, die wir uns ausgewählt haben, in einem Graphen vereint. Und da sehen wir auch, dass die Werte dann auch zeitgleich kommen oder nicht. Da sieht man in diesem einen Graphen deutlich besser als Zahlenwert oder als individueller einzelner Graph sieht man das jetzt nicht so genau. In dieser Gesamtsumme, diesem großen Graphen, wo alles zusammengefasst ist, sieht man es dann ideal, ob die Werte dann zusammenkommen oder ob vielleicht irgendetwas verzögert ist. Ja, das war es eigentlich zu diesem tollen Gerät. Wie gesagt, das Ding hat noch viel, viel mehr. Falls ihr Module austauscht, könnt ihr die Module dann hier auch mit programmieren. Bedeutet, wenn jetzt irgendein Modul kaputt ist, kann man sich das Ganze hier draufladen, das Modul austauschen und dann nochmal aufspielen. Jetzt einfach nur als Beispiel. Wie gesagt, schaut euch das Ganze gerne im Internet an. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, wie gesagt, das hat immens viele Funktionen. Ich verlinke euch das, wie schon erwähnt, unten in der Videobeschreibung auf meiner Internetseite. Mit dem Code Ford Focus bekommt ihr dann halt nochmal Rabatt. Gut, das war's zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet einen Überblick bekommen, was dieses Gerät halt kann. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.